Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Haselnussmus kommt einem im Bioladen teuer zu stehen. Dabei kann man es gut selber herstellen, sofern man einen starken Hochleistungsmixer zur Hand hat wie den Vitamix, in welchem Fall man sehr viel Geld sparen könnte. Denn um das leckere, gesunde Haselnussmus selber herzustellen, benötigt man eigentlich nur Haselnüsse, nichts weiter. Und zwar naturbelassene Haselnüsse. Zwar könnte man das Haselnussmus auch mit etwas Xylit und ein wenig Kokosöl verfeinern, aber im Grunde benötigt man für das Basisrezept nur naturbelassene Haselnusskerne. Wir haben hier jetzt 500 Gramm von diesen Haselnüssen, die um die 4 Euro herum kosten und somit halb so teuer sind wie das Haselnussmus aus dem Bioladen. Man könnte die Haselnüsse jetzt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und bei maximal 100 Grad Celsius für etwa 20 Minuten rösten. Das hätte den Vorteil, dass man die Schale relativ leicht entfernen könnte und das Haselnussmus hinterher einen weniger kräftigen Geschmack bekommen würde. Wer jedoch den kräftigen Haselnussgeschmack gerne mag, kann die Schalen dran belassen und braucht die Haselnüsse überhaupt nicht zu rösten. Sehr wichtig aber ist, dass man die Haselnüsse eben wirklich maximal bei 100 Grad Celsius röstet und nicht heißer, damit sie nicht oxidieren und damit die ungesättigten Fettsäuren, die als herzgesund und cholesterinsenkend gelten, keinen Schaden nehmen, sodass keine schädlichen freien Radikale dabei entstehen können. Nach dem Backvorgang, der maximal 20 Minuten dauern sollte, könnte man sie jetzt hier mit den Topflappen aneinander reiben und so schon viel von der Schale entfernen. Allerdings habe ich mir dann hinterher die Mühe gemacht und sie jeweils einzeln nochmal von ihrer Schale befreit, weil ich das Haselnussmus lieber mag, wenn es eben aus größtenteils weißen Haselnüssen hergestellt wird. Den größten Teil der Schalen habe ich jetzt hier entfernt. Einige der Haselnüsse blieben eben ungeschält. Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Haselnüsse nach und nach im Vitamix zu pürieren. Da mein Vitamix noch der alte kleine ist, passen da nicht sehr viele rein. Deshalb habe ich sie nach und nach portionsweise zerkleinert. Zuerst werden sie zu feinem Mehl zerkleinert und wenn man immer weiter mixt, werden sie irgendwann flüssig. Das passiert nach etwa 3 bis 5 Minuten, wenn das Nussöl austritt. Die meisten herkömmlichen Mixer halten das lange Mixen nicht aus und überhitzen dann leicht. Deshalb wäre auch hier wieder ein wirklich hochqualitativer Hochleistungsmixer zu empfehlen, wie zum Beispiel der Vitamix. Jetzt haben wir das Haselnussmus fast schon erreicht. Man könnte es jetzt noch mit einem Teelöffel Xylit verfeinern und eventuell noch mit etwas nativem Kokosöl. Auch Zimt würde zum Beispiel sehr gut passen. Da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt, also jeder könnte sich das Haselnussmus dann so zubereiten, wie er es gerne mag. Die erste Portion ist jetzt schon fertig und jetzt mache ich mich an die nächsten Portionen und der Ablauf ist jetzt hier immer der gleiche. Und da ich das Haselnussmus etwas trocken empfinde, wie wir das hier jetzt sehen, habe ich am Ende noch etwas bionatives Kokosöl hinzugegeben. Dadurch wurde das Haselnussmus etwas flüssiger und hatte für mich dann nach meinem Empfinden die richtige Konsistenz am Ende. Das Kokosöl könnte auch von Anfang an leicht hinzugegeben werden. Das könnte eine gute Lösung bei Geräten mit minderer Qualität sein. Denn dann würde man schneller zu einem guten Ergebnis kommen. Das leckere Ergebnis sieht jetzt hier so aus. Ein köstliches, gesundes Haselnussmus, welches man für viele leckere Gerichte benutzen kann. Die Hälfte von dem erstellten Mus habe ich gleich für meine Müsli-Riegel benutzt, die ich früher immer mit dem gekauften Erdnussmus hergestellt habe. Mit dem Haselnussmus allerdings schmecken sie irgendwie noch leckerer als mit dem Erdnussmus. Und das gilt für fast alle Rezepte, die man sonst immer mit dem günstigen Erdnussmus herstellt. Mein Video zu diesen ketogenen Müsli-Riegeln, das verlinke ich euch hier oben nochmal. Ich kann euch auch gerne auch einige meiner anderen Rezepte hier oben nach und nach verlinken. Denn alle diese Rezepte schmecken einfach mit Haselnussmus, insbesondere mit diesem selbstgemachten Haselnussmus, so viel leckerer. Auch veganes, selbstgemachtes Nutella könnte man damit herstellen. Inshallah werde ich dazu noch in der Zukunft ein Video hochladen. Nüsse grundsätzlich sind bekannt für ihren Nährstoffreichtum. Es müssen daher nicht immer Vitaminpräparate sein, wenn man seine Vitalstoffversorgung optimieren möchte. Wer täglich knapp 60 Gramm Haselnüsse verspeist, kann schon allein damit seine Vitalstoffversorgung ganz deutlich verbessern. Denn Haselnüsse versorgen mit Magnesium und Vitamin E, die oft Mitursache vieler chronischer Erkrankungen sind. Haselnüsse und somit auch das Haselnussmus senken auch den Cholesterin- und den Blutzuckerspiegel. Sie sind außerdem eine sehr gute Quelle
Vorteile für Kupfer, Mangan und Vitamin B6 sowie für gesunde Fette, da sie insbesondere einfach ungesättigte Fettsäuren enthalten, ähnlich wie das Olivenöl. Aufgrund dieser ungesättigten Fettsäuren jedoch sollte man eben die Haselnüsse nicht mehr als 100 Grad Celsius erhitzen, damit diese keinen Schaden erleiden. Den größten gesundheitlichen Nutzen hätten natürlich die Haselnüsse in vollkommen rohem Zustand, sodass Haselnussmus aus ungeschälten, vollkommen rohen Haselnüssen gesundheitlich am vorteilhaftesten wäre. Aber auch dieses Haselnussmus, welches maximal bei 100 Grad Celsius erhitzt wurde, behält seine gesundheitlichen Vorteile in Form von Krebsschutz und Herz-Kreislauf-Schutz unter anderem. Gut verschlossen sollte man dieses Haselnussmus in einem dunklen, kühlen Schrank aufbewahren, aber nicht im Kühlschrank, weil sich dort Kondenswasser bilden könnte und dieses könnte zu Schimmel führen. Im dunklen Küchenschrank wird sich dieses Haselnussmus in Schale einige Monate halten. Ja, und mit diesem leckeren Haselnussmus haben wir jetzt eine Basis für allerlei köstliche Gerichte. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten, damit dieser Kanal fortbestehen kann. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir in der Zukunft verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.